Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Und diesmal möchte ich euch was anderes zeigen, was cool ist. Ähnlich wie die verkettete Liste ist eine FIFO und ein Stack. Also FIFO ist kurz für First In, First Out. Und ein Stack werde ich euch zeigen, was genau das bedeutet. Ähm, ja, es ist eigentlich nicht so schwer und nicht so viel anders wie bei einem normalen doppelt verketteten oder einfach verketteten Liste. Aber nur, dass ihr es mal kennt. Und ja, sagen wir mal, unsere FIFO soll Strings halten oder von mir aus könnt ihr da irgendwelche anderen Elemente reinschreiben. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen erstellt. Hier eine Main, die ist aktuell noch fehlerhaft, weil ich da schon was reingeschrieben habe. Das werde ich euch nachher zeigen. Hier die eigentliche Liste und hier die Elemente der Liste. Von diesen Elementen hier, soll der Benutzer bzw. der die Klasse FIFO benutzt, nichts mitkriegen. Das heißt, das ist sozusagen eine Unterklasse. Ähm, und ja, wir benutzen die halt. Genau. So, also was passiert, beziehungsweise was wir machen wollen, ist, wir wollen hier in diese Elemente wollen wir natürlich Strings speichern. Habe ich ja gerade gesagt gehabt, dass wir da eine Liste aus oder eine FIFO und Stack aus Strings haben wollen. So, und dann wollen wir aber auch die ganzen Dinger miteinander verketten. Das heißt, ihr kennt das schon aus dem Listenvideo hoffentlich. Ähm, wir nehmen uns ein nächstes Element. Ja, gut. Das nennen wir einfach Next und setzen es auf Null, weil wir haben, wenn wir das Objekt erstellen, haben wir noch kein nächstes Element vorhanden. So, dann wollen wir noch einen Konstruktor haben, der hier mal Public Element, er nimmt einen String und setzt einfach this.current auf den String. Ja, und das war's auch schon mit der Klasse hier. Das war wirklich schon alles. Recht billig. Ja. So, und jetzt wollen wir hier eben diese FIFO machen. Und bei der FIFO hat man, beziehungsweise generell bei solchen listenähnlichen Konstrukten, hat man eigentlich immer zwei generelle Optionen, nämlich Pop und Push. Also hier mal Public String Pop und das sind auch die Funktionen, die der Benutzer dann, beziehungsweise der die Klasse halt hier ähm, benutzt. Ja. Also Pop bedeutet, wir lassen was wegmachen. Also Pop heißt dann im Endeffekt, ich nehme mir das Element, das als nächstes kommt und lösche es auch gleichzeitig. Also ich kriege das, was drin steht und habe es gleichzeitig noch aus der Liste rausgelöscht. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wie wir schneiden quasi der Schlange den Kopf ab und hinten geht es aber die ganze Zeit weiter. Genau. Und was da passiert ist, achso, halt, ich sollte vielleicht erstmal noch reinschreiben, dass wir ein Element halten, damit wir auch auf die ganze Liste drauf zugreifen können. Public Element, Private Element first, initial ist das Ding nur null. Und wenn das null ist, ähm, dann wollen wir null zurückgeben, weil dann können wir ja nichts zurückgeben, weil in der Liste ja nichts drin steht. Pop bedeutet ja immer noch, wir wollen was zurückgeben. Gut. Und dann für den anderen Fall, also dass es nicht null ist, wollen wir natürlich den Inhalt von first zurückgeben. First.current. Ich habe es jetzt übrigens wieder mal ein bisschen vereinfacht. Hier könntet ihr natürlich oder solltet ihr natürlich mit Gettern und Settern arbeiten und die Dinge hier auf Private setzen. Ihr kennt es vielleicht noch. Falls nicht, guckt euch die anderen Videos an, die ich gemacht habe. Da steht es, oder da habe ich das mal erwähnt. Aber in dem Fall ist es jetzt einfach nur, dass ihr versteht, wie so eine FIFO funktioniert und nicht wie ähm, Datenkapselung funktioniert. So, was wir hier machen, also hier setzen wir jetzt erstmal den Return String, also das, was wir später zurückgeben wollen, auf unseren, also unser Element hält ja einen String, das haben wir ja hier drin. Und dann, ähm, also wenn das nicht null ist, dann setzen wir erstmal hier diesen String auf den String, der gehalten wird. Und dann setzen wir hier das von unserer Klasse, das erste Element auf das nächste, also nach dem ersten Element. Das heißt, das erste Element verschwindet quasi. Wir haben keine Referenz mehr drauf, also können wir nicht drauf zugreifen. Wir können ja nicht wieder zurückgehen, wir haben ja nur einen Next Pointer hier eingebaut. Genau. So, und dann geben wir einfach den Return String zurück. Warum wir nicht hier unten einfach first.current zurückgeben, ist folgender Grund.
Wenn wir hier this.first auf this.first.next setzen und hier unten auf first.current zugreifen, dann würden wir ja auf das ursprüngliche first.next zugreifen. Das heißt, wir würden hier den String zurückgeben von dem zweiten Element und nicht von dem ersten. Und unser erstes Element wäre komplett verloren gegangen. Und das wollen wir ja nicht. Gut, entschuldigt mein Husten. Ja, das heißt, wir haben jetzt diese Pop-Sache hier gemacht. Also wir geben den String zurück, der an erster Stelle steht, und dann löschen wir das Element aus unserer FIFO. Deswegen first in, first out. Also das, was ganz vorne steht, wird gelöscht oder zurückgegeben, wenn wir Pop sagen. Ähm, die Elemente, die ganz vorne stehen, sind schon automatisch am längsten in der Liste, und das zeige ich euch in der Push-Operation. Die heißt Push, weil man da quasi was ans Ende der Liste drückt. Ähm, also wir wollen hier einen String übergeben, und dieser String soll erstmal gespeichert werden. Und wenn alle Elemente, die vorher gepusht wurden, weg sind, also durch dieses Pop hier, dann soll der String hier drankommen. Das heißt, wir wollen ihn ans Ende der Liste haben. Also first in, first out heißt, wir packen unsere Elemente ans Ende der Liste und wir löschen sie von vorne. Da gibt es dann natürlich alle möglichen Kombinationen davon. Also, ja, das erkläre ich euch nachher. Also jetzt pushen wir das Ding erstmal ganz nach hinten. Wenn unser erstes Element null ist, dann wollen wir natürlich ein neues Element erstellen, das direkt ganz vorne steht, weil wir haben ja überhaupt nicht eine andere Möglichkeit. Wir können ja nicht einfach unser erstes Element null lassen und dann, ja, ihr versteht, was ich meine. Und wenn unser erstes Element nicht null ist, dann wollen wir es ans Ende der Liste packen. Und deswegen brauchen wir einen Iterator. Und den setzen wir am Anfang auf unser erstes Element, welches ja nicht null ist, weil wir im Else-Fall sind. Und solange eben dieser Iterator hier ein nächstes Element hat, also solange der Iterator nicht, das nächste Element vom Iterator nicht next ist, nicht null ist, Entschuldigung, setzen wir das, den Iterator auf sein nächstes Element. So, was wir jetzt hier machen ist, wir laufen einfach Schritt für Schritt weiter. Solange hier next von dem Iterator nicht null ist, setzen wir den Iterator einfach immer auf das nächste Element. Und dann wissen wir ja, dass das nächste Element null ist, weil ansonsten wären wir noch in der While-Schleife. Und in diesem Fall können wir einfach das Element dran setzen, weil wir wissen jetzt, dass wir am Ende von der Liste angekommen sind. Und dann erstellen wir einfach ein neues Element und setzen den Iterator.next da drauf. Und das war's auch schon. Und dann hat eben dieses neue Element hier, wie wir es ja hier definiert haben, das nächste Element wieder auf null. Das heißt, wenn wir jetzt Push nochmal aufrufen würden, würden wir bis zu diesem Element hier durchlaufen, würden sehen, dass das Element next davon null ist. Und ja, das heißt, wir können hier pushen. Vorsicht, hier bei der Pop-Operation kann natürlich null zurückkommen, weil wir hier explizit mal return null sagen. Das kann durchaus mal der Fall sein, auch wenn der String hier drin null ist. Das haben wir hier alles nicht abgefangen, aber das steht dann dem Benutzer frei. So, also die First-In, First-Out-Queue ja, fügt ganz hinten an und löscht immer das vordere Objekt. Es gibt davon, wie gesagt, alle möglichen Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man hier bei der Push vorne einfügt und vorne löscht. Und das ist dann der sogenannte Stack. Also wir fügen hier direkt das Element, was wir als letztes eingefügt haben, wird auch als erstes wieder gelöscht. Das heißt, wir müssen hier den ganzen Kram mit der While, Iterator, Next und so weiter, wir brauchen diese While-Schleife nicht, das ist dann halt ein bisschen schneller. Generell der Grund, warum man FIFOs oder Stacks oder sowas nutzt und nicht einfach jedes Mal doppelt verkettete Listen, wo man ja bekanntlich auch auf das letzte Element perfekt zugreifen kann, etc., ist einfach ja, Laufzeit beziehungsweise Speicherplatz, weil wir wollen so wenig Sachen wie möglich speichern, und in manchen Fällen kann das hier durchaus mal recht komplex werden. Da können die Elemente von mir aus dann, lasst mich kreativ sein, Filme sein, genau, Filme. Und jeder davon hat 1 Gigabyte Speicherbedarf, und wir haben aber nur 4 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung.
und deswegen wollen wir so wenig wie möglich davon speichern müssen. Jeder Pointer kostet natürlich auch ein bisschen Speicher. Ja, gut. Also auf jeden Fall, der Stack schreibt an Anfang und löscht auch vom Anfang. Und ähm, die anderen Sachen sind eigentlich relativ selten. Also das würde ja bedeuten, wir löschen das letzte Element zuerst. Äh, ja gut, wenn wir das Element, was wir ganz hinten reinpacken, zuerst wieder löschen, dann wäre das ja sozusagen wieder eine FIFO. Also im Prinzip gibt es diese zwei Implementationen, eine Stack und eine FIFO. Beziehungsweise Stack heißt auch oftmals LIFO, Last In, First Out. Ähm, ja, eigentlich nicht so spannend. Ähm, aber jetzt wisst ihr, wie das aussieht und was man damit machen kann. Da könnt ihr natürlich dann auch noch verschiedene andere Sachen machen, indem ihr hier diese Liste doppelt verkettet diese FIFO doppelt verkettet macht, und dann habt ihr noch vielleicht die Möglichkeit, ein Push-Back oder ein Push-Front, also dass ihr da unterscheidet, dass man es direkt am Anfang einfügen kann, wenn es zum Beispiel eine höhere Priorität hat oder eine niedrigere Priorität, ähm, dann halt ans Ende einfügen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ihr Wünsche habt zu anderen Videos, dann schreibt mir bitte. So langsam muss ich mir immer mehr Gedanken machen, was ich noch für Videos machen kann. Also schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, bis dort. Bis zum nächsten Video dann einfach, würde ich sagen. Und ja, ich lasse mir was einfallen. Ciao, ciao.